Bist du bereit, einen Schleier zu lüften und einen Blick auf die universellen Muster zu werfen, die unsere Realität formen? Von der kleinsten Schneeflocke bis zu den Pyramiden, von den Mustern in unseren eigenen Körperzellen bis zu den Galaxien im Universum. Stell dir vor, sie alle folgen einer geheimnisvollen Ordnung, einem Code der heiligen Geometrie. Tauche mit mir in eine Reise voller Wunder und Entdeckungen, während wir das Geheimnis der heiligen Geometrie zusammen entschlüsseln. Hey, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist und dein Bewusstsein erweitern möchtest. Heute geht es um das Thema heilige Geometrie und dazu schreib mir jetzt bitte in den Kommentaren hinein, was bedeutet die Zahl Pi für dich. Ja? Nimm dir kurz Zeit und dann sehen wir uns gleich wieder. Sehr gut. Die heilige Geometrie ist eine Wissenschaft, die sehr, sehr spannend ist. Du findest sie überall, wo du hinsiehst, ob das die Bäume sind, deine Hand ist, dein Raum ist. Überall, wo du hinsiehst, wirst du die heilige Geometrie erkennen. Und wenn du reinzoomst in diese Details, dann wirst du darin auch die heilige Geometrie erkennen. Und dann fragt man sich doch, was hat das damit auf sich? Und das wollen wir in diesem Video enthüllen. Ja? Die heilige Geometrie ist eine uralte Wissenschaft, die uns hilft, die universellen Muster zu erkennen, die in der Natur, der Kunst oder sogar in uns selbst existieren. Und wenn du glaubst, es ist Hokuspokus, absolut nicht. Es gibt viele Wissenschaftler, wie zum Beispiel der Mathematiker Roger Penrose, der das Studium der heiligen Geometrie sozusagen ernst genommen hat. Ja? Aber die heilige Geometrie ist nicht einfach nur schön anzusehen, sondern, und ich werde auch gleich ein paar Beispiele geben, sondern sie hat tiefe Auswirkungen auf unser Bewusstsein, auf unsere Wahrnehmung, auf die Wahrnehmung der Realität. Ja. Sie zeigt uns in Wirklichkeit, dass das Universum nicht chaotisch ist, sondern einer tiefen Ordnung und Harmonie folgt. Ja. Aus meiner eigenen Erfahrung, was erweiterte Bewusstseinszustände angeht, habe ich einfach gesehen, dass diese dritte Dimension aus den Vordimensionen entstanden ist. Das heißt, die erste Dimension, die zweite, die dritte und so weiter. Und in der vorigen Dimension ging es, also in der ersten Dimension vor allem, ging es sehr viel um das Thema Mathematik, um Zuordnungen, um Verbindungen und was schlussendlich dazu geführt hat, dass sich Muster gebildet haben, wie zum Beispiel die Blume des Lebens, Metatron-Symbole und so weiter und so fort. Und das Spannende daran ist, dass wenn man sich das genau ansieht, dass diese Muster genommen wurden und dann einfach in die dritte Dimension verschoben wurden. Das heißt, aus diesem 2D-Bild entsteht plötzlich ein 3D-Bild und dieses 3D-Bild war die Erschaffung der ersten Atome, der Strings, der Moleküle und so weiter und so fort. Das heißt, man sieht, dass diese zweite Dimension da ist und das Ganze ist ein Spiegel, so steht es auch in meinem Buch, was ich schreibe, was ich auf seinen erweiterten Bewusstseinszustand geschrieben habe. Dort heißt es, dass alles, was ist, also sprich Gott, das Universum, der Mensch, das Bewusstsein und so weiter, ist ein Spiegel deines Lebens. Das heißt, wenn wir uns unser Leben ansehen, ja, unsere Vergangenheit durchleuchten, dann erkennen wir genau diese Symphonie, diese Entstehung von der ersten Dimension bis zur erweiterten Dimension in unserem Leben. Jetzt als Beispiel, früher haben wir alle Super Mario 2D gespielt oder Bros, wie das geheißen hat. Ja? Und dann wurde Super Mario 64 daraus. Und jetzt kommen die neuen Spiele, wo Virtual Reality und so weiter drin ist. Das heißt, wir tauchen in die Spiele ein, anstatt sie in der ersten oder in der zweiten Dimension anzusehen. Ja. Und das ist eine sehr, sehr tolle Erkenntnis, was dieses Thema angeht. Ja.
Also, man kann sagen, es ist, das Bewusstsein, das hinter allem steckt, das wir wahrnehmen. Es ist ein universeller Bauplan dahinter, ja, der sich auf Basis von exakter Geometrie und kein Zufall, bildet, auch wenn du dir dein Leben ansiehst, dein Geburtsdatum, das Thema Numerologie, die ganzen, Verbindungen, Universum, das ist alles so fein abgestimmt. Wenn nur die Distanz zwischen der Erde und dem Mond oder der Sonne ein bisschen anders wäre, oder was auch immer, etwas sich ganz im minimalsten Sinne verändern würde, könnten wir hier schon nicht mehr leben. Und da siehst du, dass dahinter eine göttliche Ordnung steckt, die dieses Leben erschaffen hat und die sich selbst durch uns ausdrückt, ja. Und das siehst du an einer Schneeflocke, wenn du ganz genau sie ansiehst, ja. Das ist ein perfektes Beispiel der heiligen Geometrie. Und es gehören nicht nur Schneeflocken dazu, es gehören Kristalle dazu, Pflanzen, Muscheln, deine eigenen Körperzellen. Du findest sie in Galaxien, im Universum, im Mikrokosmos, wie auch im Makrokosmos. Ich blende dir hier mal ein Video ein, wo du siehst, wie sich die Erde zur Sonne oder die Sonne zur Erde oder der Mars zur Sonne und zur Erde und so weiter bewegt. Und wenn du diese Muster verfolgst, ja, dann erkennst du, wie daraus eben diese heilige Geometrie entsteht. Das heißt, sie schwirren, diese Planeten und alle Planeten miteinander schwirren nicht einfach nur zum Spaß um uns herum, sondern sie erzeugen selber in ihrer Bewegung in einer höheren Dimension, die man so sichtbar machen kann, auch eine heilige Geometrie. Ja? Also es gibt eine tiefe Verbindung zwischen der heiligen Geometrie und unserem Bewusstsein. Ja. Einige Theorien gehen sogar davon aus, dass durch die Anerkennung und durch das Verständnis dieser Muster wir unsere Bewusstseinszustände und Bewusstseinsebene erweitern können, und somit unsere Realität durch eine andere Perspektive wahrnehmen können, was, wenn man das wirklich tief verstanden hat, eine Bedeutung hat und einen Sinn hat, ja. Das ist auch der Grund, warum ich mich mit Musik beschäftige, vor allem auch mit Frequenzen, weil Frequenzen sind für mich der Überträger des Bewusstseins, der Überträger von Zuständen. Wenn du eine Musik hörst und dann spürst du auf diese Musik, ja, und das überträgt sich auf dich, ja, und deswegen ist es einfach ein Werkzeug des Bewusstseins, welches nicht nur hinter die Augen geht, sondern wirklich, darum sagt man auch, das Ohr ist das Tor zur Seele, ja, weil unser Ohr nimmt wesentlich mehr wahr als unsere Augen, ja. Wir können das zusammenfassen einfach in das Thema, dass die heilige Geometrie die universelle Sprache des Universums ist und daraus auch angesehen werden kann. Es ist eine Art universeller Code, der uns dabei hilft, zu uns selbst eine Verbindung zu finden, eine Verbindung zum Kosmos zu finden und zur Natur und zu allem, was ist. Es gibt sogar Studien dazu, Forschungen, die die Konzepte der heiligen Geometrie unterstützen. Eine bemerkenswerte Studie zum Beispiel ist von Dr. Hans Jenny, ähm, ähm, und einem Schweizer Arzt und einem Naturforscher. Er hat den Begriff Cymatics ins Leben gerufen und prägte sozusagen die Studie von sichtbaren Schall- und Schwingungsmustern, ja, zu beschreiben. Ja. Durch die Experimente, die gemacht haben, haben sie Schallfrequenzen genommen und wie Material, Sand, Wasser, Metallpulver und haben einfach gesehen, dass dass Schall und Musik einen grundlegenden Baustein unserer physikalischen und nicht physikalischen Realität sein könnte. Und wenn du dir dessen bewusst wirst, dann erkennst du, dass da etwas dran ist, ja. Dass das, was ich dir gerade erzähle, nicht einfach nur in deinem Hokuspokus ist oder in was Spirituelles oder so, sondern es ist wirklich auch Wissenschaft dahinter, ja. Und du fragst dich vielleicht, was für mächtige Erkenntnisse daraus gewonnen werden und wie du das Ganze in dein Leben übertragen kannst, ja. Eine Möglichkeit zum Beispiel ist, wenn du meditierst, dann kannst du dir diese Geometrien, diese Muster, die das Leben erzeugt, die die heilige Geometrie bilden, anschauen und
dabei meditieren und sozusagen wirklich den Fokus deiner Meditation darauf verwenden, dieses Muster entweder mit offenen Augen anzusehen oder dir es einfach einzuprägen und dann damit zu meditieren. Du wirst merken, wie sich dein Zustand ändert. Ja, du wirst merken, wie du eine tiefere Verbindung zum Universum und zu dir selbst findest. Ähm, und dies führt, gibt es auch Messungen dazu, zu einer stärkeren Intuition, zu kreativen Fähigkeiten, weil du dich einfach mit dem Universum, mit der höheren Dimension eigentlich verbindest. Ja. Du kannst auch Kunstwerke, Schmuckstücke, die die heilige Geometrie verwenden, bei dir tragen, in deiner Umgebung tragen. Viele Künstler, Designer integrieren sogar die heilige Geometrie in ihre Arbeit. Die Pyramiden, Tempeln, da ist schon so viel damit gebaut worden. Vor allem damals die alten Gebäuden, die wurden primär damit gebaut, weil die einfach schon ein tieferes Verständnis zu diesem Thema haben. Ja. Und schließlich ist besonders aufregend, du kannst die heilige Geometrie verwenden, um die Fähigkeit der Manifestation zu verbessern. Ja, also du kannst durch das Visualisieren, durch die heilige Geometrie und dann koppeln mit dem, was du manifestieren willst, kannst du auch wundervoll damit arbeiten. Ja. Und falls du es noch nicht weißt, ich selber produziere ja viele Meditationen, Frequenzen, die auf Basis der heiligen Geometrie aufbauen, die jeweiligen Frequenzen mit einbauen. Die ganze Musik, die Noten, die ich dort verwende, sind auf Basis der heiligen Geometrie gemacht. Und du kannst das einfach testen, kostenlos auf der Brainwave 3D App. Geh einfach im Play oder im Apple Store, such Brainwave 3D ein. Dort kannst du es einfach 7 Tage lang testen und schauen, was es mit dir macht. Lass dich einfach überraschen. Ja. Zusammengefasst können wir sagen, die heilige Geometrie ist eine uralte Weisheit, die uns die fundamentalen Muster und Strukturen des Universums offenbart. Sie kann dir helfen, eben durch Meditation dein Bewusstsein zu erweitern und dir eine neue Sicht auf die Welt zu geben. Ja. Und ich hoffe, dass dieses Video dir auch ein bisschen geholfen hat, die unglaubliche Schönheit und auch gleichzeitig die Komplexität des Universums besser zu verstehen. Deswegen, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da. Wenn du das Gefühl hast, das Video sollten deine Freunde erfahren, was heilige Geometrie wirklich macht in ihrem Leben, dann teile es sehr gerne an deine Freunde weiter und lass mir ein Like da und lass mir einen Kommentar da und schreib mir bitte rein, was deine Meinung zum Thema heilige Geometrie ist, was sie mit dir macht und was du glaubst, wie sie zusammenhängt mit unserem Leben. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und ich freue mich schon sehr, dich im nächsten bewusstseinserweiternden Video wieder zu sehen. In dem Sinne, bis bald und tschüss.